Heute bei den Lately News ist in St. Louis eine Physiotherapeutin bei einer Entspannungsübung mit ihrer 82-jährigen Patientin dabei eingeschlafen. Jedoch hatte die Physiotherapeutin auch keine Chance, der Müdigkeit zu entkommen. So machte sie die Übung schon super schläfrig und das Gespräch mit der 82-Jährigen tat dann das Übrige. Zudem war die 82-Jährige bettlägerig, sodass beide auch unheimlich weich lagen. Und so schliefen beide dann rund 24 Stunden am Stück und hoffentlich rechnet die Krankenkasse diese Zeit der Physiotherapeutin an. Noch mehr gleich bei News. Hier ist Berlin mit den aktuellen Lately News aus dieser und der nächsten Welt. Natürlich heute Abend wie immer mit mir, Florian Streletz. Und selbstverständlich bin ich heute Abend wieder nicht allein im Studio, sondern auch dieses Mal werde ich unterstützt von den einzigartigen Lately News Korrespondenten aus allen Ecken der Welt. Ob aus New York, Sydney, Kapstadt oder wie das Bielefeld oder zumindest vielleicht. Aber kommen wir zuvorerst einmal zu den wichtigsten Nachrichten der Woche und schauen nach Berlin. Kunst liegt ja bekanntlich im Auge des Betrachters. Dementsprechend finden sowohl Picasso, Rembrandt als auch Pollock meine Kunstwerke sehr gut, dass sich keiner der drei bisher über diese negativ auf Twitter geäußert hat. Nur Banksy ist der Einzige, der mich immer wegen meiner Kunst disst. Natürlich macht er dies versteckt in seinen Bildern, wie hier zum Beispiel. Hier, wo er mich als Gorilla beschimpft. Dabei kann er froh sein, dass ich auch mal aus dem Nebel rauskomme. Immerhin eine 34 Jahre alte Filmreferenz. Besser hat das da ein Künstler aus Berlin-Pankow gemacht, der vorab 70.000 € von einem Kunstsammler für eine Bilderreihe bekommen hatte, bei der er das Geld auf eine Leinwand als Kunst kleben wollte. Nur übergab er dem Sammler am Ende mehrere leere Leinwände und meinte, dass das die eigentliche Kunst sei. Und auf die Frage, wo denn die 70.000 € hin sind, gab der Künstler ihm nur dieses Bild. Währenddessen in Osnabrück. Eigentlich fing alles recht harmlos an, als ein 66-Jähriger in Osnabrück seinen alten Führerschein umtauschen wollte in einen neuen EU-Führerschein. Und so holte sich der Mann online einen Termin bei seinem Bürgeramt in Osnabrück und legte dort dem zuständigen Mitarbeiter seinen alten Führerschein und seinen aktuellen Ausweis vor. Als sich der Mitarbeiter jedoch den alten Führerschein genauer anschaute, bemerkte er, dass dieser am 14. Februar 1982 ausgestellt wurde. Nur dieser 14. Februar 1982 war ein Sonntag. Das wusste der Mitarbeiter wiederum sehr sicher, da er an dem Tag geboren wurde und somit der Mann seit mehr als 40 Jahren mit einem gefälschten Führerschein unterwegs war. Nicht einmal Marco Reus hieß. Okay. Einfacher wäre es auch gewesen, mal den Namen und die Adresse genauer im Führerschein anzuschauen, denn dort stand Erika Mustermann aus der Mustermannstraße in Mustermannhausen. Aber in seinem Ausweis stand, dass er Peter Mustermann aus der Mustermannstraße in Mustermannhausen sei. Derweil in Osaka. Ich bin eigentlich ziemlich froh darüber, dass die Riechfunktion hier bei YouTube noch nicht richtig implementiert wurde. Klar wäre das bei einigen Kochkanälen, die ich kenne, interessant, ob denn der so schön glänzende Schweinebraten auch in Wirklichkeit wegen des Bratensaftes so glänzt oder nur nach Terpentin stinkt. Denn auch das lässt den Braten leckerer aussehen. Zudem kenne ich einige erfolgreiche Let's Player, die gerne mal 24 Stunden am Stück aus einem kleinen Zimmer im Hochsommer streamen. Die riechen meistens schon vor dem Stream wie nach dem Stream. Wer aber schon immer mal den Geschmack einer Sendung erlecken wollte, der hat nun Glück. Denn die Universität von Osaka hat den ersten ableckbaren Bildschirm präsentiert. Okay, wenn man eine Katze fragt, dann wäre jeder Bildschirm ableckbar. Jedenfalls eine tolle Erfindung während einer weltweiten Pandemie. Immerhin braucht man dann nicht mehr die Türklinken abzulenken, wie auch jede Katze oder einige Let's Player, die ich kenne. Unterdessen in Beijing. Immer noch sehr beliebt sind Online-Tests, wo man herausfinden kann, welcher Charakter man aus der erfolgreichen US-Fernsehserie Friends ist. Also ob man entweder Chandler, Monica, Phoebe, Joey Ross
oder Rachel ist. Jedenfalls mache ich diese Tests immer wieder gerne, denn seit 20 Jahren kommt immer wieder nur heraus, dass ich eine Rachel bin. Gerne würde ich jetzt sagen, ob das gut oder schlecht ist. Aber ich habe noch nie eine Folge von Friends gesehen, deshalb weiß ich noch nicht einmal, wer von den 6 Personen Rachel ist. Nur vielleicht macht mich genau das zu einer Rachel. Wer weiß. Oder China ist eine Rachel. Denn dort wurden alle Staffeln von Friends verboten, weil in einer Folge Rachel, falls Kinder zuschauen, würde ich diese nun bitten, ihre Eltern ins Bett zu bringen, weil Rachel einer anderen Frau auf den Mund geküsst hat. Okay, dann bin ich doch eine Rachel. Aber schalten wir jetzt nochmal schnell zum Wetter und unserem Wetterkorrespondenten Froschi Ferris Bueller mit der aktuellen Wettervorhersage für die nächsten 3 Tage. Danke, Froschi Ferris Bueller. Und immerhin bedeutet diese Wettervorhersage, dass die Schule nicht mehr vorbei ist, sondern alle Schulen wieder ihre Pforten öffnen für mehr Bildung und um wieder Völkerbälle ins Gesicht zu bekommen. Da man nun im Sportunterricht aus Kostengründen auf die Sportlehrer verzichtet und das eine Herder Fliegenwelt in der 5. und 6. Stunde am Mittwoch erschafft. Also ein ganz normaler September an deutschen Schulen. Das waren die Late News für heute, aber keine Sorge, wir sehen uns wieder am Freitag mit weiteren aktuellen Nachrichten. Und nicht vergessen, alles andere draußen sind nur Fake News.